Ein neuer Platz und ein neues Kapitel, Kapitel 9. In ihm geht es um Rechte auf positive Handlungen des Staates. Die klassischen Grundrechte betreffen negative Handlungen des Staates, und zwar Unterlassungen von Eingriffen in grundrechtliche Güter, in das Leben, die Gesundheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Religion, die Berufsfreiheit, das Eigentum oder was immer. Zwischen den Rechten auf positive Handlungen und den Rechten auf negative Handlungen, Unterlassungen, besteht eine logische Differenz, und zwar genau eine. Bei Rechten auf negativen Handlungen sind alle Maßnahmen des Staates verboten. Wir sind hier auf einer Brücke, die über das Wasser führt. Wenn jemand in das Wasser fällt und ein Polizeibeamter dies beobachtet, die Möglichkeit zur Hilfe hat, dann könnte er diese Person vielleicht mit Hilfe eines Bootes retten. Das ist das erste Mittel. Er könnte diese Person vielleicht schwimmend retten. Er könnte diese Person vielleicht mit einem Rettungsring retten. Wir sind uns aber auf jeden Fall einig darüber, dass der Beamte niemals dreimal retten muss. Er muss nicht den Ertrinkenden erst mit einem Boot retten, dann schwimmend retten und ihn dann wieder reinschmeißen und schließlich drittens ihn mit einem Rettungsring retten. Es ist eine oder disjunktive Struktur in der Sprache der Aussagenlogik. Ganz anders ist es bei negativen Rechten. Wenn jemand von der Polizei festgenommen wird, dann darf die Polizei ihn weder mit einer Pistole töten, sie darf ihn nicht totschlagen, sie darf ihn nicht ersticken. Alle Eingriffshandlungen sind verboten. Also haben wir hier eine Konjunktive oder eine Und-Verknüpfung. Das ist die fundamentale Differenz zwischen positiven und negativen Rechten und die einzige fundamentale Differenz. Einerseits die Und-Verknüpfung, andererseits die Oder-Verknüpfung. Wir sehen, dass dies, wenn dies die einzige Differenz ist, nicht ausschließt, die Prinzipientheorie auch auf positive Rechte anzuwenden. Von größter Bedeutung ist es nun, verschiedene Arten von positiven Rechten zu unterscheiden. Die erste Gruppe bilden die Schutzrechte. Schutzrechte sind Rechte darauf, dass der Staat uns vor Eingriffen anderer Bürger schützt. Also uns etwa vor kriminellen Eingriffen, vor Einbruch, Körperverletzung oder Ähnliches schützt. Diese Rechte haben eine hohe Bedeutung und sind nicht neu. Sie gab es immer schon, solange es den Staat gab, dessen Aufgabe war, den Bürger seit Hobbes und noch früher vor Eingriffen anderer Bürger zu schützen, den Bürgerkrieg zu verhindern. Nur standen sie in der Geschichte der Grundrechte niemals im Vordergrund. Das waren die Abwehrrechte. Die zweite Gruppe bilden die Rechte auf Organisation und Verfahren. Das gilt sowohl für das Zivilrecht als auch für das öffentliche Recht. Im Zivilrecht ist der Staat verpflichtet, ein angemessenes Eherecht zur Verfügung zu stellen. In jüngerer Zeit ist unter diesem Aspekt insbesondere diskutiert worden, ob der Staat verpflichtet ist, Rechtsnormen zu schaffen, die eine gleichgeschlechtliche Ehe erlauben. Ich glaube, er ist dazu verpflichtet. Im öffentlichen Recht sind es insbesondere Rechte auf Teilhabe an Verwaltungsentscheidungen. Etwa Rechte darauf, Rechte von Studenten darauf, dass sie eine gewisse Mitbestimmungsbefugnis in akademischen Gremien haben. Oder Rechte darauf, am Verwaltungsverfahren beteiligt zu werden.
In Deutschland spielen Beteiligungsrechte insbesondere bei Großanlagen und ganz besonders früher bei Kernkraftwerken eine Rolle. Die dritte Stufe nach den Schutzrechten, den Rechten auf Organisation und Verfahren, bilden die sozialen Grundrechte. Soziale Grundrechte sind Rechte darauf, dass der Staat Bürger mit Gütern versorgt, die die Bürger, falls sie über genug finanzielle Mittel verfügen würden, sich auf dem Markt verschaffen könnten. Das sind also Rechte auf Nahrung, auf Kleidung, auf Wohnung, aber auch Rechte auf Gesundheit und dann weiter Rechte auf Unterricht, Ausbildung und Ähnliches. In der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gab es geschrieben und gibt es geschrieben bis heute nur ein einziges soziales Grundrecht, das Recht der Mutter auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft. In einer frühen Entscheidung im ersten Band der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Menschenwürde nicht fordert, dass es soziale Grundrechte gibt. Diese Entscheidung war ganz in der Tradition der liberalen Interpretation der Grundrechte. Die Situation hat sich in Deutschland am 9. Februar 2010, also vor relativ kurzer Zeit, grundlegend geändert. Das Bundesverfassungsgericht hat aus der Menschenwürde nun im Widerspruch zu der ganz alten Entscheidung entschieden, dass es ein soziales Grundrecht auf ein Existenzminimum gibt. Den Hauptgrund dieser Entscheidung bildet die Menschenwürde und das ist richtig. Daneben wird das Sozialstaatsprinzip ins Feld geführt. Die Menschenwürde allein würde aber ausreichen. Die Frage lautet nun, findet im Bereich der sozialen Grundrechte wie sonst überall eine Abwägung statt? Meine These lautet, es findet eine Abwägung statt. Auf der einen Seite steht die Menschenwürde der Bürger, die fordert, dass ein anständiges, menschenwürdiges Leben geführt werden kann. Auf der anderen Seite stehen die finanziellen Möglichkeiten des Staates. Die finanziellen Kompetenzen des Staates sind nicht nur ein formelles Prinzip, sondern ihnen korrespondieren substanzielle Prinzipien ebenfalls, nämlich die Prinzipien, die die Förderung anderer Güter, etwa die Förderung der Umwelt, fordern. Denn alle diese Förderungen kosten Geld und der Staat darf nur begrenzt gezwungen werden, die finanziellen Mittel auf eine bestimmte Weise auszugeben. Er muss einen politischen Spielraum behalten. Das fordern die formellen Prinzipien der das formelle Prinzip der demokratisch legitimierten Entscheidungskompetenz des Gesetzgebers. Kommt man zur Abwägung, so wird man sagen, bei der Abwägung zwischen der Menschenwürde und den finanziellen Möglichkeiten des Staates, so wird man sagen, nach dem Gesetz der kollidierenden Prinzipien, dass die Menschenwürde dann Vorrang vor den finanziellen Möglichkeiten des Staates hat, wenn es um das Existenzminimum geht. In Paragraph 3 haben wir das Kollisionsgesetz kennengelernt. Die Bedingung C, die ich dort genannt habe, ist hier das Existenzminimum. Natürlich ist das Existenzminimum nicht in allen Staaten dasselbe. In einem sehr wohlhabenden Staat hat es relativ hoch zu sein. Herrscht allgemein finanzielle Bedrängnis, darf es abgesenkt werden. Aber die bloße Existenz muss immer gewahrt werden. Damit sehen wir, dass die Prinzipientheorie und mit ihr der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und die Abwägung auch auf die positiven Rechte, auch auf die sozialen Grundrechte anwendbar ist. Ende.